Hallo mein Freund, hallo meine Freundin. Willkommen zu einer neuen Lektion mit Flüstertondeutsch. Das Ziel dieses Videos: dein Hörverstehen auf Deutsch üben. Und wenn du möchtest, auch Shadowing. Das heißt, du hörst mir zu und sprichst dann genau nach. Mit demselben Rhythmus, derselben Betonung. Pausiere das Video nach jedem Satz und wiederhole ihn laut. So trainierst du Aussprache, Flüssigkeit und Selbstvertrauen. Heute erzähle ich dir eine kurze, echte Geschichte, passiert in Berlin. Es geht um ein Mädchen in ihrer ersten Woche in Deutschland. Sie möchte etwas ganz Bestimmtes bestellen. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Möchtest du wissen, was passiert? Dann hör genau zu und lass uns gemeinsam beginnen. Es ist meine erste Woche in Berlin. Alles fühlt sich neu an. Alles fühlt sich schnell an. Ich höre Menschen auf Deutsch sprechen. Manchmal verstehe ich, manchmal nicht. Immer wieder denke ich muss üben. Ich muss es versuchen. Aber ich fühle mich schüchtern. Ich will keinen Fehler machen. Doch ein Gedanke bleibt. Ich möchte etwas Süßes probieren. Etwas Typisches. Auf der Straße sehe ich viele Leute mit kleinen, weißen Bechern. Obendrauf Milchschaum, manchmal Schokolade, manchmal Zuckerstreusel. Alle lächeln. Alle sehen zufrieden aus. Was trinken die da? Frage ich mich. Dann höre ich jemanden sagen: einen Cappuccino, bitte. Ein anderer sagt: heute nehme ich einen Vanillelatte. Mein Herz klopft schneller. Ja, genau das will ich. Einen Cappuccino. Warm, cremig, berühmt und irgendwie sehr deutsch. Aber dann kommt die Angst. Wie sage ich das richtig? Ich kenne das Wort Cappuccino. Aber was, wenn ich es falsch ausspreche? Was, wenn mich die Kassiererin nicht versteht? Was, wenn ich plötzlich Tee bekomme oder gar nichts? Ich lache innerlich, aber mir wird auch mulmig. Kein Problem, sage ich mir. Ich sage einfach Cappuccino. Fertig. Doch dann denke ich weiter. Was, wenn sie fragt, mit Milch oder Hafermilch? Was, wenn ich die Antwort nicht kenne? Ich will den Kaffee, aber ich will keine peinliche Situation. Und doch, wenn ich nie frage, lerne ich nie. Also gehe ich los. Ich stehe in der Schlange. Meine Hände sind ein bisschen feucht. Mein Plan ist einfach: Cappuccino, bitte. Meine Reihe kommt. Die Kassiererin lächelt und sagt: Guten Tag, was darf's denn sein? Ich atme tief ein und sage: Cappuccino, bitte? Sie schaut mich an, leicht verwirrt. Entschuldigung, wie bitte?
Mein Kopf ist leer. Ich versuche es nochmal, aber meine Stimme ist leise, unsicher. Cappuccino? Sie neigt den Kopf. Meinen Sie Kaffee? Meine Wangen werden warm. Hinter mir warten andere Leute. Ich will niemanden aufhalten. Also sage ich schnell, ja, Kaffee mit Zucker. Sie tippt etwas ein. Zu spät, die Worte sind raus. Kaffee mit Zucker? Fragt sie. Heiß oder kalt? Ich denke nicht nach. Heiß, sage ich leise. Sie lächelt. Alles klar, ein heißer Kaffee mit Zucker. Ich gebe das Geld mit zitternder Hand. In meinem Kopf schreie ich: Nein, nicht Kaffee, Cappuccino mit Milchschaum. aber ich sage nichts. Ich will keinen Ärger. Ich will nicht auffallen. Kurz darauf: Ihr Kaffee ist fertig. Ich nehme den Becher. Er ist heiß, sehr heiß. Mein Traum von cremigem Milchschaum weg. Ich öffne den Deckel. Ein kleiner Schluck. Der Geschmack bitter. Nur ein Hauch Zucker. Fast lache ich, fast weine ich. Das ist nicht, was ich wollte. Aber es ist, was ich gesagt habe. Um mich herum trinken alle ihren Cappuccino mit Schaum, mit Zimt, mit Glück. Ich halte meinen heißen, schwarzen Kaffee und flüstere: Das ist jetzt mein Cappuccino. Ich trinke weiter. Es schmeckt immer noch bitter. Aber langsam verstehe ich etwas Wichtiges. Fehler sind kein Scheitern. Fehler sind Lernen. Ich sage mir, beim nächsten Mal bin ich mutig. Beim nächsten Mal sage ich es zweimal. Dreimal, wenn nötig. Bis es verstanden wird. Denn wenn ich schweige, ändert sich nichts. Wenn ich spreche, lerne ich. Und so sitze ich da mit meinem heißen Kaffee und weiß, das war nicht mein letzter Versuch. Es war mein erster Schritt. So, mein Freund, meine Freundin, schauen wir uns jetzt einige nützliche Wörter und Sätze aus der Geschichte an. Lerne sie, wiederhole sie und benutze sie bald im echten Leben. 1. Cappuccino. Ein Cappuccino ist ein Kaffeegetränk mit Espresso, heißer Milch und Milchschaum. Beispiel: Ich trinke jeden Morgen einen Cappuccino. Wiederhole mit mir: Cappuccino. 2. Kassiererin, Kassierer. Die Person, die deine Bestellung entgegennimmt und dein Geld nimmt. Beispiel: Die Kassiererin war sehr freundlich. Sag es nach. Kassiererin. 3. Bitter. Das Gegenteil von süß. Schwarzer Kaffee oder dunkle Schokolade schmecken bitter. Beispiel: Dieser Tee ist zu bitter für mich. Wiederhole. Bitter. 4. Mutig sein. Nicht wegzulaufen, obwohl man Angst hat. Beispiel:
Ich muss mutig sein und auf Deutsch sprechen. Sag es laut. Ich bin mutig. 5. Ein Schluck. Ein kleiner Schluck, nicht der ganze Becher. Beispiel: Ich trinke nur einen Schluck Wasser. Wiederhole: ein Schluck. 6. Mein Traum ist weg. Wenn etwas, das du dir gewünscht hast, nicht passiert. Beispiel: Der Zug war weg. Mein Traum vom pünktlichen Termin ist weg. Sag es nach. Mein Traum ist weg. 7. Den Becher halten. Etwas in der Hand halten, zum Beispiel einen Kaffeebecher. Beispiel: Sie hält den Becher vorsichtig. Wiederhole: Ich halte den Becher. 8. Das ist kein Scheitern. Auch wenn etwas schief geht, es ist nicht das Ende. Beispiel: Ich habe einen Fehler gemacht, aber das ist kein Scheitern. Sag es mit mir: Das ist kein Scheitern. 9. Ich muss es nochmal versuchen. Entschlossenheit trotz Angst. Beispiel: Beim nächsten Mal muss ich es nochmal versuchen. Wiederhole: Ich muss es nochmal versuchen. Deine Aufgabe heute: Benutze mindestens 2 dieser Sätze im Alltag. Vielleicht sagst du zu dir selbst: Ich bin mutig. Oder zu einem Freund: Das ist kein Scheitern, das ist Übung. Und weißt du was? In unserem nächsten Video zeige ich dir 5 deutsche Sätze, die perfekt klingen, aber in der falschen Situation total komisch wirken können. Zum Beispiel ein Satz, den viele Lernende sagen, aber der in Deutschland manchmal wie ein kleines Missverständnis klingt. Möchtest du wissen, welcher das ist? Dann klicke jetzt auf das nächste Video und vermeide diese typischen Fallen, bevor sie passieren. Bis bald! Und vergiss nicht, jeder Fehler bringt dich näher ans Ziel. Dein Flüsterton Deutsch.